So how does the Buddha relate to this discussion? Okay, was hat der Buddha mit all dem zu tun? Well, the Buddha said very clearly that the root cause of the human predicament is greed, hatred, and delusion. Der Buddha sagte sehr klar, dass die Grundursache für das Elend der Menschen, die Wurzelursachen sind Gier, Hass und Verblendung. We are born with the potential for greed, hatred, and delusion. Wir werden geboren mit einem Potenzial, mit der Fähigkeit zu Gier, Hass und Verblendung. But we are also born with the potential for generosity, loving kindness, and wisdom. Aber wir werden auch geboren mit dem Potenzial oder der Fähigkeit zu Liebe, zu Selbstlosigkeit, Großzügigkeit. And the Buddha's teachings tell us that which potential dominates depends upon what we turn our minds towards and what we cultivate in our lives. Und der Buddha sagt, welche dieser beiden Potenziale sich durchsetzt, das hängt davon ab, worauf wir unseren Geist richten. So empathy and compassion have to be developed, and greed and unkindness have to be shaken off. Also Empathie und Mitgefühl sollten bewusst entwickelt werden und Gier und Selbstbezogenheit sollte abgeschüttelt werden. And really important the Buddha taught that compassion and altruism are not to be confined to one's immediate group, to one's own people. Und der Buddha sagt auch, dass Mitgefühl und Großzügigkeit nie nur auf die eigene unmittelbare Gruppe gerichtet werden oder beschränkt werden sollten. But compassion and altruism should be extended beyond one's own people. Mitgefühl und Großzügigkeit sollte über den eigenen Kreis hinaus ausgeweitet werden. So I'm going to read a little bit from a very famous teaching by the Buddha called the Karaniya Metta Sutta. Ich werde ein paar Zeilen aus einer sehr berühmten Lehrrede des Buddha vorlesen, dem Karaniya Metta Sutta. And the Buddha asked his followers to cultivate the following intention. Der Buddha ermutigte seine Anhänger, folgende Absicht zu kultivieren. So I'll read it through in English and then Chandra will read it in German. Whatsoever living beings exist, without exception, whether weak or strong, whether tall and large, middle-sized or short, whether very subtle or very gross, whether visible or invisible, dwelling far away or not far away, whether born already or not yet born, may all beings be happy in themselves. Was es auch an Lebewesen gibt, ob stark, ob schwach, ob groß, mittel oder klein, ob fein oder grob, ob sichtbar oder unsichtbar, fern oder nah, ob sie geboren sind oder einer Geburt zustreben, mögen sie alle glücklich sein. So the Buddha is asking us to practice metta towards all living creatures. Der Buddha bittet uns also, oder ermutigt uns, Metta, liebevolle Güte zu entwickeln gegenüber allen Lebewesen. And he's also asking us to direct our metta towards those not yet born. Und er spricht dabei insbesondere davon, dass wir unser Metta, unsere liebevolle Güte auch auf diejenigen ausdehnen, die noch nicht geboren sind. Towards future generations of humans and of other species. Also auf künftige Generationen unserer und anderer Arten. So we are being asked to act with kindness towards our descendants and the descendants of other species. Also uns wird gesagt, wir sollen mit Freundlichkeit, mit Güte handeln für die künftigen Generationen unserer Art und anderer Arten. So metta, if you like, is an antidote for hatred and helps to weaken the delusion that we exist separately from others and from the world around us. Also Metta ist ein Gegengift zur Hass und Selbstbezogenheit und lockert
die Sicht der Dinge, so dass wir mehr die Verbundenheit aller Dinge begreifen. And the antidote for greed is generosity. Das Gegengift zu Gier ist Großzügigkeit. Yeah. So when you read the teachings of the Buddha in the earliest collection of his teachings in the Pali Canon, you will find time and time again that talk on giving was the first topic to be discussed by the Buddha. Also wenn man sich anschaut, die frühesten Lehrreden, also die frühesten Schichten der buddhistischen Überlieferungen, da findet man immer und immer wieder das gleiche Thema, über das der Buddha sprach, nämlich die Wichtigkeit des Gebens. Yeah. Sangharakshita, the founder of the Triratna Buddhist Community and Order, comments in this way about the Buddha's teaching. Sangharakshita, der Gründer unserer Triratna-Gemeinschaft, hat das so wie folgt kommentiert. You may not be morally scrupulous. You may not be able to meditate even for 5 minutes at a time. You may not dip into the scriptures from 1 year to the next. But if you aspire to lead any sort of higher life, then at the very least you will give. Vielleicht nimmst du es mit der Ethik nicht allzu genau. Vielleicht schaffst du es nicht einmal 5 Minuten am Stück zu meditieren. Vielleicht verstreicht ein ganzes Jahr, ohne dass du auch nur einmal in die Schriften schaust. Aber wenn du auch nur irgendwie nach einem höheren Leben strebst, dann wirst du zumindest das eine tun, nämlich geben. So if we are to fulfill our progressive evolutionary potential, the Buddha is advocating the cultivation of loving kindness and generosity. Also wenn wir unser progressives, evolutionäres Potenzial weiterentwickeln möchten, dann ermutigt uns der Buddha, liebende Güte und Großzügigkeit zu entwickeln. The Buddha is advocating an ethical path of care and compassion that is to be followed at the level of the individual and at all other levels of society and of the world. Der Buddha empfiehlt einen ethischen Pfad, sowohl auf der Ebene des Individuums als auch auf anderen Ebenen, ein Pfad von Freundlichkeit und Mitgefühl. But there's another teaching of the Buddha that I want to talk about that has a bearing on this discussion this evening. Aber es gibt noch eine weitere Lehre des Buddha, die auch mit diesen Theorien zu tun hat. And this is a teaching that is called, in Sanskrit, Pratitya Samutpada. Und das ist eine Lehre, die in Sanskrit Pratitya Samutpada heißt. Which can be translated as conditionality or dependent arising. Und das wird meistens übersetzt als Bedingtheit oder bedingtes Entstehen. It is, I think, in many ways, the core teaching of the Buddha. Man könnte sagen, was ist die Kernlehre des Buddha überhaupt? Yeah. And its general expression goes like this. Und die grundlegendste Formulierung davon geht wie folgt. Well, this is a quote. When this is, that becomes. From the arising of this, that arises. This not being, that does not become. From the ceasing of this, that ceases. Wenn dieses ist, wird jenes. Entsteht dieses, so entsteht jenes. Wenn dieses nicht ist, entsteht jenes nicht. Hört dieses auf, so hört jenes auf. So it sounds very simple. It's telling us, though, that everything exists in dependence on conditions. Und das mag sehr simpel klingen, aber was es uns sagt, dass alles, was existiert, in Abhängigkeit von Bedingungen zustande kommt. Nothing exists completely separately. Nichts existiert völlig unabhängig. Nothing is fixed and permanent. Nichts ist fest und beständig. What we think of as things are in reality processes. Was wir normalerweise für Dinge halten, sind in Wirklichkeit Prozesse. Processes that exist in dependence upon other processes. Prozesse, die zustande kommen in Abhängigkeit von anderen Prozessen. And which themselves create the conditions for other processes to exist. Und die wiederum selbst Bedingungen werden, damit andere Prozesse ins Leben gerufen werden können. And this means if the conditions are right,
then something new can emerge. Und das heißt, wenn die Bedingungen richtig sind, dann kann etwas Neues entstehen. Maybe something unexpected can emerge. Etwas völlig Unerwartetes kann entstehen.